Meine Freunde, Caustics of a Tidal Spirit ist nun endlich draußen. Für uns war es eine ganz schöne Reise und wir sind echt gespannt, wie ihr das so findet. Das Highlight von der Produktion für mich waren die Vocalaufnahmen. Das war für mich super spannend, weil während der Aufnahmen noch total viel hinzugekommen ist. Also die ganzen Backing-Vocals, alle möglichen Vocal-Layer im Hintergrund, die ich mir on the fly überlegt habe und einfach mal ausprobiert habe. Und das war für mich super spannend, einfach zu sehen, was da noch alles für Details dann reinkam. Ich meine, der gesamte EP-Aufnahmeprozess, der hat sich jetzt auch über mehr als ein Jahr zusammengestreckt. Und das heißt, wir haben immer wieder mal neue Versionen gehört. Und ich fand es halt super cool, jedes Mal, wenn da eine Kleinigkeit mit drin war, irgendeine Kleinigkeit, die man davor nicht erwartet hätte, dass man selber Songs, die man eigentlich schon jahrelang kennt, zum ersten Mal auf eine neue Art und Weise hört, ist, das ist ziemlich cool, es ist erfrischend. Für mich war die größte Herausforderung die Gestaltung des Artworks. Wir haben uns selber den Anspruch gesetzt, dass wir ein Artwork haben wollen, das natürlich zu unserer Musik passt, aber auch eben eine sehr eigene Charakteristik hat. Es ist abstrakt, aber dennoch sehr konkret. Es ist sehr malerisch und schwebt auch so ein bisschen zwischen den Welten, wie es eben auch unsere Musik tut. Die größte Herausforderung für mich war die gesamte Produktion selbst, also wirklich von Recording, Mixing, Mastering, das gesamte Ding. Ich war tatsächlich mehrmals kurz davor, das ganze Ding hinzuschmeißen und das ganze Mixing alles nochmal neu zu machen. Glücklicherweise hat es dann alles doch super geklappt und ich bin jetzt auch echt stolz auf das, was draus geworden ist. Ja, das war krass bei der Produktion. Simon ist extra von Ulm nach Karlsruhe gefahren, weil ich zu der Zeit genau meinen Bachelorabschluss gerade geschrieben habe und deswegen auch nicht nach Ulm kommen konnte. Wir haben uns ein Wochenende freigenommen und wir haben das Ding in 2,5 Tagen komplett von früh bis spät durchgezogen. Wir haben technisch kranke Sachen 4-mal hintereinander aufgenommen, so um 3 Uhr nachts. Ich kann mich noch erinnern, wo ich dann meine Mitbewohnerin um 9 Uhr abends oder so gute Nacht gewünscht habe. Und wir die dann um 8 Uhr morgens wieder geweckt haben, wo wir immer noch aufnehmen waren und kein Stück geschlafen haben. Das war halt krass. Meine Lieblingsstelle der EP ist ein Teil bei Rebirth. Da sind im Hintergrund ungefähr 50 verschiedene Vocalspuren, die alle möglichen Harmonien und Layers reinbringen. Und das ist für mich kompositorisch wie auch mixingtechnisch einer der gelungensten Stellen meiner Meinung nach. Einer meiner Lieblingsstellen in der ganzen EP ist, es gibt natürlich mehrere, aber eines der Magic Moments ist für mich bei dem Song Clepsydra ganz zu Beginn, wo das super sphärisch und meditativ ist, die Gitarren spielen und es baut sich immer weiter auf, es wird Spannung aufgebaut und es explodiert in einem Crescendo aus Farben und Sound. Ich finde, es ist so eine geile Stelle. Ich mag das Ende von Rebirth for Tide wirklich sehr, sehr gerne. Vor allem auch es live zu performen. In meinem inneren Auge sehe ich da immer so einen riesigen Vulkanausbruch. Es ist chaotisch, es ist laut, es ist düster. Es gibt keine Struktur mehr, es gibt kein Metro mehr, es gibt keine Harmonie mehr. Und man sieht diese riesige Staubwolke und nachdem sich die Asche gelegt hat, bleibt dann noch fruchtbarer Boden für die Zukunft. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was die Zukunft für uns bringen wird.
Unsere Musik lebt aber auf jeden Fall davon, nicht nur alleine erlebt zu werden, sondern vor allen Dingen auch live und zwar richtig laut, mit richtig viel Bass auf der Brust. Deswegen hoffe ich, dass wir unglaublich viel touren werden und super viel rumkommen. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig drauf, wieder neue Sachen zu schreiben. Ich bin super gespannt, wo uns die Reise hinführt, stilistisch vor allem. Wir wollen auf jeden Fall noch experimenteller werden, wollen neue Prozesse ausprobieren und es wird einfach eine sehr spannende Zeit in der Zukunft.